In welchen Auswanderungsländern gibt es keine Impfpflicht für Kinder, damit diese hier an der öffentlichen Schule teilnehmen können? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Wenn auch du darüber nachdenkst, auszuwandern und Kinder hast, dann wirst du sicherlich wissen, dass es in vielen Ländern hier relativ strenge Vorschriften gibt hinsichtlich der Impfpflicht. In Deutschland müssen ja Kinder inzwischen hier für Masern geimpft sein, damit sie dort die öffentliche Schule besuchen können. Ähnliche Regelungen, zum Teil noch viel umfangreicher Natur, gibt es in vielen anderen Ländern auch. Ich selbst habe ja mit meinen Kindern in 7 Ländern gewohnt. Ich kann dir davon einiges berichten. Und ich weiß, dass es relativ viele von euch gibt, die sich diesbezüglich Sorgen machen und die hier hinsichtlich Impfungen für Kinder Bedenken haben. Da ist natürlich dann wichtig, dass man in ein Land auswandern kann, wo es keine Impfpflicht gibt für Kinder. Das heißt, wo die Kinder eine öffentliche Schule besuchen können, auch wenn sie nicht geimpft sind. Ich möchte an dieser Stelle ganz klar sagen, dass ich kein Impfgegner bin. Alle meine Kinder haben alle Impfungen. Ich finde Impfungen hervorragend. Ich finde sie toll. Ich finde sie einen großen Fortschritt. Und ich finde, sie sind ein Zeichen von Zivilisation. Und ich meine, sie haben sehr viele Menschenleben schon gerettet. Aber ich kann komplett akzeptieren, wenn du hier Bedenken hast hinsichtlich Impfungen. Ich bin auf jeden Fall jemand, der sich für das Recht der Eltern einsetzt, für ihre Kinder in allen wichtigen Fragen zu bestimmen und zu entscheiden. Die Eltern haben die primäre Erziehungsfunktion ganz klar vor dem Staat und der Staat muss diese Funktion akzeptieren und muss akzeptieren, dass er dort den Eltern nicht reinzureden hat. Das ist ein Rechtsgut für mich, das ist extrem wichtig. Daher lehne ich selbstverständlich jede staatliche Kontrolle hinsichtlich dieser wichtigen Fragen ab. So, befassen wir uns also nun mit den Ländern, wo es keine Impfpflicht gibt, wo du deine Kinder also in die öffentliche Schule schicken kannst und du hier nicht mit einer Impfpflicht rechnen musst. Du wirst sehen, es sind gar nicht so viele Länder. Wir haben da wirklich sehr extensiven Research betrieben und tatsächlich sind viele Länder, die du vielleicht als, ich sage mal, schmerzfrei bezeichnen würdest, also Länder, die vielleicht locker sind oder wo man nicht davon ausgeht, dass sie so etwas haben, diesbezüglich ziemlich streng sind. Also so beliebte Auswanderungsländer wie zum Beispiel Montenegro oder auch Paraguay sind ziemlich streng, was solche Impfpflichten für Kinder anbelangt. Grundsätzlich sind viele Länder Südamerikas ziemlich streng, was das betrifft. Das andere, was du bedenken musst, ist, wenn du in ein solches Land gehst und deine Kinder anmeldest, dann kann es durchaus sein, dass dir hier die Behörde oder die Schule sagt, dass du deine Kinder impfen musst. Das heißt, sie sind dir gegenüber nicht ehrlich. Du musst dich dort also im Vorfeld hier auseinandersetzen mit den Gesetzen. Ganz klar, es wird natürlich hier stark dazu aufgerufen, die Kinder zu impfen. Ich meine, ich erinnere mich, als ich in Texas gewohnt habe, hier, da hat mir niemand gesagt, dass die Kinder nicht geimpft werden müssen, sondern dass ich hier aus Glaubens- und Gewissensgründen letztlich die Impfung ablehnen kann. Das hat mir keine einzige Schule gesagt. Die haben mir gesagt, die Kinder müssen geimpft werden. Wenn du die Kinder jetzt nicht bis in den nächsten 30 Tagen geimpft hast, dann dürfen sie nicht mehr in die Schule kommen. Ich wollte ja meine Kinder impfen lassen, aber es gibt eben verschiedene Impfprotokolle in Europa und in den USA. In den USA werden viel mehr Impfungen durchgeführt und daher waren meine Kinder nicht up to date. Ich musste sie also nachimpfen lassen. Aber grundsätzlich wäre das in Texas gar nicht notwendig gewesen, wie ich später herausgefunden habe. Es gibt dort 15 Bundesstaaten, da kommen wir aber nachher drauf zu sprechen, wo es keine Impfpflicht gibt, wo du also hier aus Glaubens- und Gewissensgründen oder heutzutage sagt man auch philosophical oder personal reasons hier deine Kinder von der Impfung ausschließen kannst und sie dürfen dann trotzdem die Schule besuchen. Also ich würde sagen, wir haben fast alle Länder hier in unserer Liste abgedeckt bzw. gecheckt. Ich werde dir jetzt nur die Länder sagen, wo es unseres Wissens nach keine Impfpflicht gibt oder wo diese eben nicht besonders stark kontrolliert wird, wo hier geltendes Recht nicht durchgesetzt wird und die Kinder dann trotzdem in die Schule kommen können. Also Länder ohne Impfpflicht. Fangen wir an mit Westeuropa. Erstes Land ist Irland. Hier gibt es keine Impfpflicht für Kinder. Zweites Land sind die Niederlande. Auch hier keine Impfpflicht, damit Kinder die Schule besuchen können.
Österreich, auch hier können Kinder die Schule besuchen, wenn sie nicht geimpft sind. Nächstes Land Spanien, auch hier keine Impfpflicht. Oftmals wird offensichtlich danach gefragt, aber man kann sagen, dass man die Kinder eben nicht impfen lassen möchte. In Portugal gibt es ebenfalls keine Impfpflicht. Dann haben wir die Schweiz und schließlich noch das Vereinigte Königreich, also der United Kingdom. In diesen westeuropäischen Ländern gibt es keine Impfpflicht. In allen anderen westeuropäischen Ländern gibt es eine Impfpflicht, wenn auch in verschiedenster Ausgestaltung. Kommen wir zu Nordeuropa. Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, keine Impfpflicht. Kinder können die Schule besuchen, auch wenn sie nicht geimpft sind. Westeuropa haben wir abgehakt, Nordeuropa haben wir abgehakt. Gehen wir nun zu Osteuropa. In Osteuropa haben lediglich Rumänien und Bosnien und Herzegowina keine Impfpflicht. Alle anderen osteuropäischen Länder verpflichten hier, dich die Kinder impfen zu lassen, damit du sie in die Schule schicken kannst. Kommen wir nun zum asiatischen Raum. In Indonesien gibt es zwar eine Impfpflicht hier auf nationaler Ebene, aber in der Regel wird diese in den Schulen nicht durchgesetzt. Japan, keine Impfpflicht. Philippinen, keine Impfpflicht. In allen anderen asiatischen Ländern ist eine Impfpflicht hier vorhanden, damit deine Kinder dort in die Schule gehen können. In Afrika ist es so, dass es in den meisten Ländern keine Impfpflicht gibt. Genaue Daten haben wir hierzu nicht gefunden, aber hier wird nicht durchgesetzt, dass entsprechende Gesetze eingehalten werden, selbst wenn es diese gibt. Kommen wir zu Lateinamerika. In den meisten lateinamerikanischen Ländern ist eine Impfpflicht vorhanden, damit dein Kind dort in die Schule gehen kann. In den folgenden Ländern gibt es entweder keine Gesetze oder es mögen Gesetze vorhanden sein, aber sie werden nicht kontrolliert. Sie werden hier nicht durchgesetzt durch die Behörden. Bolivien, Guatemala, Honduras, Nicaragua und Venezuela. Wie gesagt, in den meisten Ländern, auch in denen, die ich genannt habe, ist die Impfung gesetzlich verpflichtet, aber tatsächlich kümmert sich niemand darum, dass die Kinder tatsächlich geimpft sind. In allen anderen lateinamerikanischen Ländern musst du damit rechnen, dass die Kinder nicht in die Schule gehen können, wenn sie keine Impfung haben. Übrigens, welche Impfung, das mag natürlich dann auch hier wieder vom einzelnen Land abhängen. Darauf gehe ich jetzt hier mal nicht ein. Aber man kann wahrscheinlich mal hier von den allgemeinen Kinderkrankheiten ausgehen, die es so gibt. Kommen wir nun zu den USA. In den USA gibt es insgesamt 15 Bundesstaaten, die hier den Eltern erlauben, die Kinder nicht impfen zu lassen, entweder aus religiösen Motiven, aus Gewissensgründen oder sogenannten philosophical oder personal Gründen. Ja, das heißt also, wenn du irgendeinen Grund dafür hast, warum du deine Kinder nicht impfen lassen willst, dann musst du in einem dieser 15 Staaten leben, wie ich es schon vorhin gesagt habe. Das wird dir möglicherweise niemand dort sagen in der Schule. Das heißt, du musst selbst rausfinden, was du tun musst. Du musst dann vielfach hier ein Formular abgeben bei der Schulbehörde, damit das Ganze akzeptiert wird. Nun aber die 15 Bundesstaaten, wo keine Impfung vorgeschrieben ist, wenn dein Kind in die Schule gehen möchte. Arizona, Arkansas, Colorado, Idaho, Louisiana, Maine, Michigan, Minnesota, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Texas, Utah, Washington, also Washington State und Wisconsin. Wie man schon sieht, die meisten Staaten hier sind rote Staaten. Rot steht ja in den USA für die Republikaner, also konservativ regierte Staaten. Aber eben nicht alle natürlich, aber die meisten dieser Liste schon. Das heißt, wenn du in den USA leben willst und deine Kinder nicht impfen lassen musst, musst du in einem dieser Staaten leben. So, das waren jetzt mal unsere Länder. Also wie gesagt, ich denke, wir haben hier ziemlich viel researched. Wenn wir ein Land vergessen haben oder du hier anderer Meinung bist, weil du vielleicht andere Erfahrungen gemacht hast, dann freue ich mich natürlich, wenn du hier einen Kommentar postest. Wir gestehen gerne ein, dass wir hier Fehler gemacht haben oder etwas übersehen haben. Du hilfst allen hier in der Community damit, wenn du das korrigierst und uns hier mitteilst, was die richtige Information ist oder du einen Erfahrungsbericht hast. Das hilft natürlich auch extrem. Da kann dann tatsächlich jeder was davon lernen, denn das sind ja so die ganz praktischen Erfahrungen, auf die man sich dann wirklich auch verlassen kann. Man kann ja viel lesen im Internet, ist ja klar, aber wenn wirklich jemand irgendwo lebt, irgendwo Kinder hat, die in die Schule gebracht hat,
dann wird er dort die lokale Erfahrung tatsächlich dann haben und auch eine Aussage dazu machen können. Das heißt, ich lade dich ein, wenn dir das Thema wichtig ist, hier entsprechenden Kommentar zu hinterlassen. Wenn ansonsten das Thema Auswandern wichtig für dich ist, meistens geht es dabei nicht nur um Impfung, sondern auch Fragen rechtlicher Natur, Steuern, welche Firma gründet man, wie kriegt man die Abmeldung in Deutschland richtig hin. Wenn das alles Dinge sind, die dich beschäftigen, würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als uns genau mit diesen Themen zu befassen. Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Firmengründung im Ausland, Vermögensschutz. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.